most challenging quest ever awaits. Go with speed and go with patience. Auch wenn die Welt der nur digitalen Spiele gewisse Nachteile hat, wie dass ich nicht mehr Simpsons Arcade auf der 360 kaufen kann, so hat es auch einige Vorteile. Einer davon ist, dass auch kleinere Spiele heute ohne größere Probleme veröffentlicht werden können, selbst wenn man neue Spiele für alte Systeme rausbringen will. Ich meine, wenn ich Spiele auf itch.io veröffentlichen kann, dann schafft das jeder. Heutzutage ist es nicht mehr zwangsweise nötig, dass man einen größeren Publisher davon überzeugen muss, dass das eigene Spiel würdig ist, einen Platz im Ladenregal zu kriegen. Dieser Schritt hat damals einigen Spielen das Genick gebrochen, sicher mehr als wir wissen. Eines dieser Spiele möchte ich in diesem Video vorstellen, da wir zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme eine Demo davon haben. Dieses Spiel trägt den Titel Infinity. Infinity ist ein Rollenspiel von Phoenix Software, das einzige Spiel des Entwicklerstudios. Erschienen ist es im Jahr... Naja, es ist aktuell nie erschienen, aber die Demo wurde als ROM im Jahr 2016 veröffentlicht. Doch dazu später mehr. Ursprünglich angekündigt war es als Joltima 2. Das Original Joltima war hierbei ein RPG für den TI-83 Grafiktaschenrechner, das von Phoenix-Mitglied Justin Carnage entwickelt wurde. Ich habe für die Review jetzt nicht reingesehen, da ich nicht viel über TI-Emulation weiß und ein RPG für ein Video wohl reicht. Ihr findet es aber in der Videobeschreibung verlinkt. Gehen wir daher lieber auf Joltima 2 bzw. Infinity, wie es später hieß, ein. Beginnen wir mit der Story. Connor ist ein ehemaliger Ritter von Eldrick, dem König der Slytherin. Nach vergangenen Ereignissen wurde Connor vom König geschmäht und lebt zurückgezogen mit seiner Frau, die jedoch irgendwann verstarb. Zu Beginn der Handlung beruft der König Connor zum Hof. Eldrick befürchtet, dass sich ein Krieg mit den Elfwinds im Norden anbahnt, und er bittet Connor, ein Freund des nördlichen Volkes, mit diesen zu reden. Da der König ansonsten seine neu entwickelte Golem-Armee gegen die Elfwinds einsetzen will, willigt Connor widerwillig ein. Der Schmerz der Vergangenheit sitzt noch tief. Auf seiner Reise begegnet er Leuten wie Elia, die Zauberschülerin, und Victor, den Werwolf. Zudem wurden sie mit den Kräften einer Finsternis konfrontiert, die das Land zu bedrohen scheint. Und das ist alles, was ich sagen kann. Nicht, weil ich nicht spoilern will, sondern weil die öffentliche Demo in etwa hier endet. Ähnlich wie etwa Dragon Quest ist die Welt in 3 Ansichten aufgeteilt. Es gibt die große Oberwelt, aus der man Städte betreten kann, die sich dann entfalten, oder man kann wie in Pokémon auf der Oberwelt in Zufallskämpfe verwickelt werden. Das Kampfsystem ist hier aber ganz und gar nicht wie in Dragon Quest oder in Pokémon, sondern läuft über ein Kampffeld ab, auf dem sich die Figuren bewegen können. Dies erinnert mich vom Aufbau her ein wenig an das japanische Game Boy Wars. Dieses setzte damals im Gegensatz zu anderen Nintendo Wars Ablegern nicht auf ein Schachbrettsystem, sondern eher auf ein hexagonales Feld, bei dem man statt 4 in 6 Richtungen gehen konnte. Aber da Game Boy Wars kein RPG ist, hinkt hier ein weiterer Vergleich beider Spiele. Das Ding ist, ich bin kein großer Experte, wenn es um RPGs geht. Ich probiere da zwar immer aus, aber so richtig rein bin ich in das Genre bisher nicht gekommen. Daher möchte ich diesen Part an einen Experten auf diesem Gebiet übergeben, der sein Wissen auf seinem wunderbaren Kanal, den ihr in der Beschreibung findet, oft genug unter Beweis stellt. Ohne weitere Worte ist hier Smearlab mit dem Kampfsystem. Bei Infinity sind die Gameplay-Möglichkeiten zwar nicht unendlich, allerdings bereichert dieses Stück Software durch sein Kampfsystem wie kaum ein anderes Spiel auf dem Game Boy Color. Dabei ist Infinity in seinen Grundzügen super klassisch gehalten und spielt sich wie ein typisches JRPG. Die Kämpfe erfolgen über Encounter, die zufällig ausgelöst werden, sobald man in Dungeons oder der Oberwelt unterwegs ist. Die Gefechte laufen rundenbasiert ab. Ob der Gegner oder die eigene Gruppe zuerst angreift, wird intern vom Spiel berechnet. Im Grunde lässt sich das Spiel als Taktik-RPG klassifizieren, da die Charaktere innerhalb des Kampffeldes ihre Position ändern können und müssen, um mit ihren Attacken die Gegner erreichen zu können. Das mag jetzt alles wilder klingen, als es tatsächlich ist. Am ehesten lässt sich das Kampfsystem von Infinity wohl mit dem von Squaresofts Chrono Trigger vergleichen, nur ohne Zeitbalken, der signalisiert, wann angegriffen werden kann. Die taktische Komponente erfolgt dadurch, dass bei einem normalen Angriff beispielsweise der eigene Charakter in Reichweite des Gegners verweilt und somit anfällig für Attacken ist. Zumindest scheint es so, als sei Magie nicht den Restriktionen der Entfernung erliegen und kann gut gelaunt rausgeballert werden. Die Menüführung ist auf den ersten Blick ziemlich kryptisch, was mit den Limitierungen des Handhelds zu erklären ist. Aber nach einer Zeit fuchst man sich schnell rein. Besonders die Benutzung von Bildern anstatt von Texten für die Angriffe fühlte sich nach einer Eingewöhnungszeit super intuitiv an. Denn seien wir mal ehrlich,
Wie bei vielen RPGs sind auch bei Infinity die Standard-Mobs nach einer Zeit nicht mehr der Rede wert und jeder Encounter endet mit der gleichen Reihenfolge von Attacken. Ab dem Zeitpunkt glänzt das UI des Menüs dann, weil das Wechseln super smooth läuft und sofort in Fleisch und Blut übergeht. Der Rest ist halt relativer Standard. Nach dem Kampf gibt es Erfahrungspunkte, mit denen die Truppe auflevelt, was zur Erhöhung der Stats sorgt und so auch neue Attacken erlernt werden. Und obwohl Infinity kein Jobsystem im klassischen Sinne bietet, so hat die Truppe dennoch eine deutliche Aufgabe innerhalb des Kampfes inne. Abschließend ist noch zu erwähnen, wie teuflisch gut das Spiel in seiner Animation aussieht. Allein der Sprung während eines Angriffs packt mich immer wieder. Aber in Sachen Grafik bin ich der falsche Ansprechpartner. Hier kann nur einer euch erleuchten, nämlich Maestro Impagatox höchstpersönlich. Action please. Ah, das ist doch mal etwas, worüber ich reden kann. Die Grafik in diesem Spiel gehört zu den besten, was ich auf dem Game Boy Color kenne. Was unter anderem sehr schnell auffällt, ist die schräge Perspektive der Oberweltkarte, was ein Effekt ist, den ich eher aus Super Nintendo Spielen wie SimCity kenne, aber weniger vom Game Boy. Wobei das Verzerren des Bildes auch auf dem Color durchaus verwendet wurde, selbst in diesem Spiel bei diesem coolen Aufrolleffekt. Aber so statisch bleibend wie auf der Oberwelt ist mir der Effekt sonst nie aufgefallen. Ich dachte erst, dass dieser Krissel, den man rechts sieht, vielleicht ein Zeichen des unfertigen Zustands des Spiels ist, aber tatsächlich ist das ein Fehler des Emulators, den ich für meine Aufzeichnung verwendet habe. Spielt man das Spiel auf Original-Hardware, tritt dies nicht auf. Entsprechend würde ich nach Möglichkeit zum Spielen eines Everdrives empfehlen. Auf einem Emulator kann man es aber auch spielen. Der Artstyle ist schön. Man sieht, dass die Inspiration in Dragon Quest lag, wenn man es etwa mit dessen Gameboy-Ports vergleicht, wobei Infinity aber seinen eigenen, distinkten Stil hat. Die Farben sind sehr bunt und füllig für ein Gameboy-Spiel gehalten, was mich irgendwie bei manchen Sprites und Tiles an den Super Nintendo denken lässt. Das liegt aber vielleicht auch an den Baumstämmen, die mir A Link to the Past Vibes geben. Was mich aber wirklich fertig gemacht hat, sind diese Textboxen. Deren Abstufungen sind so kleinteilig, das kenne ich sonst nur von Textboxen vom Super Nintendo, der Playstation oder vielleicht dem Menü des CDI. Ich hatte keine Ahnung, wie das gemacht wurde und habe versucht, mir einen Reim darauf zu machen. Eine Theorie von mir war, dass man immer die gleichen Teils genommen hat, ihnen aber immer neue Farbpaletten zugewiesen hat, so wie ich das hier gerade hoffentlich zeige. Das konnte aber nicht sein, da die Abstufungen der Textbox unregelmäßig sind. Ich habe da kein wiederholbares Muster darin erkannt. Nach einiger Recherche dazu habe ich erfahren, dass der Game Boy Color scheinbar die Möglichkeit besitzt, dass man pro Scanline die Farbpalette wechseln kann. Das war hier vermutlich genutzt worden. Da ich diesen Effekt vorher nie bewusst in einem Spiel wahrgenommen habe, bin ich viele Spiele durchgegangen, um zu sehen, wer das sonst so verwendet hat. Ich habe einen Querschnitt aus bekannteren, unbekannteren, grafisch anspruchsvolleren und weniger anspruchsvolleren Titeln genommen, was mir so in den Sinn kam. Ich habe sogar nach Ewigkeiten wieder Mohun auf dem Game Boy Color angeschmissen. Ich habe auch Abstufungen in Textboxen gefunden, aber nicht in dem Maße wie bei Infinity. Spiele mit diesem Scanline-Effekt, die ich gefunden habe, waren das Intro aus Pokémon Prism, wo dadurch der Regenbogen gemacht wurde, und dann noch das Geheimnis der Happy Hippo Insel und Ottifanten Operation Störtebecker. Ein überraschender Mix. Da die letzten beiden Spiele vom gleichen Entwickler stammen, war das vermutlich eines der wenigen, wenn nicht sogar das einzige Entwicklungsstudio aus der Zeit, das den Effekt in einem kommerziell verkauften Spiel verwendet hat. Eigentlich komisch, dass den niemand verwendet hat. Der Himmel der Happy Hippo Insel sieht dadurch echt cool aus. Die Darstellung ist ebenfalls wunderbar. Wie Smeda bereits sagte, sehen viele Attacken sehr cool aus. Mir fiel da besonders der Spezialangriff von Victor auf. Ebenso die Szenen vom Schloss bei Nacht, die mit seiner Atmosphäre im Mondschein vermutlich vielen in Erinnerung geblieben wäre, wenn das Spiel erschienen wäre. Oder wenn man an Annas Grab steht, die Musik kurz aussetzt und eine traurigere spielt. Das Spiel schreckt auch nicht vor Themen und Darstellungen zurück, die man nicht auf einem Gameboy erwartet, wie etwa angeknabberte Leichen. Eine Darstellung, die mir nicht so gefallen hat, ist die von Hassan als windigen Verkäufer, der schnell buckelt. Ich weiß nicht, ob diese Figur später nochmal vorkommt, aber da das in der Demo der einzige Auftritt von ihm ist und er der einzige Bewohner ist, mit dem man unweigerlich in der Kasim-Oase spricht und der meines Wissens der einzige Oasenbewohner mit dunkler Haut ist, kann man die Darstellung Hassans kritisch betrachten. Da ich nicht weiß, ob man ihn nach der Demo nochmal sieht und er dann anders dargestellt wird, will ich hier allerdings kein endgültiges Urteil machen. Was aber gelungen ist, ist die Musik. Wie ich schon oft gesagt habe, kann ich schwer Musik beschreiben, aber ihr hört sie im Hintergrund. Ich finde, sie harmoniert wunderbar mit der restlichen Atmosphäre. Besonders gefällt mir der Song The Prophecy. Der Soundtrack kann auch auf Bandcamp gekauft werden. Link ist in der Beschreibung. Was vielleicht noch wichtig anzusprechen ist, ist der Schwierigkeitsgrad des Spiels.
Dieser kann nämlich hoch sein. Das ist aber auch so gewollt. In einem AMA auf Reddit haben die Entwickler verraten, dass man sich an den Schwierigkeitsgrad von alten 8-Bit-RPGs orientiert hat. Während man Level grindet, sollen die Gegner dafür sorgen, dass man HP und MP blutet. Das heißt allerdings nicht, dass das Spiel einen vor die Hunde wirft. Nachdem man den Auftrag vom König erhalten hat, muss man nämlich erst Gold sammeln, damit man Geld für einen Führer durch den Nordpass hat. Geld kriegt man vor allem durch das Besiegen von Gegnern. Entsprechend wird man am sinnvollsten um das Heimatdorf herumlaufen und Gegner besiegen. Und wenn die Kraft nachlässt, geht man ins eigene Haus zum Erholen. In dieser Phase lernt man die Grundkniffe kennen, was eine gute Einführung ins Spiel darstellt. Es gibt zwar in dieser Einführungsphase einen Spike im Schwierigkeitsgrad, aber durch die konstante Erholung im Dorf ist man in meinen Augen abgefedert. Wenn man dann durch den Nordpass zieht, hat man beim Geldsammeln gelevelt und mit dem Führer einen zweiten Kämpfer an der Seite, wodurch sich auch das Kampfsystem erst entfalten kann. Das führt zu einem negativen Aspekt des Spiels. Es gibt Abschnitte, in denen man alleine umherzieht und ich finde, dass sich der strategische Aspekt des Spiels dort nicht entfalten kann, da man nur eine Person im Kampf hat. Auch wiederholen sich Gegnerkonstellationen sehr schnell, was dazu führt, dass man nach einer Zeit gewisse Standardstrategien abrattert. Was mich persönlich auch etwas gestört hat, ist der Aufbau der Höhlen. Ich bin mir sicher, dass die Verwinkelung gewollt ist und das ist okay, aber wenn man jeden Schatz im Spiel finden will, ist das schon ein Problem. Es gibt keinen Indiz dafür, was der Hauptweg sein könnte. Manche Höhlen spalten sich immer und immer wieder in neuen Wegen auf. Und da die Bereiche der Höhle so ziemlich gleich aussehen, verliert man, wenn man backtracken will, den Überblick, wo man war und wo noch nicht. Man verliert schlicht die Orientierung. Ich bin mir sicher, dass das bis zu einem gewissen Grad gewollt ist, da das gut in die Grind-Philosophie passt. Aber ich finde, dass es hier schon etwas sehr frustrierend ist. Ich persönlich habe das Abklappern aller Wege irgendwann einfach aufgegeben. Wo ich mir auch einen besseren Überblick gewünscht hätte, wäre bei den Items. Nirgendwo im Spiel wird erklärt, was welches Item macht. Nicht einmal, wenn man welche kaufen möchte. Das kann ich mir auch mit einem Wunsch nach einem höheren Schwierigkeitsgrad nicht erklären, da das Unterschlagen solcher Informationen in meinen Augen kein gutes Auftreten des Schwierigkeitsgrades ist. Auch die Technik sollte hier kein Problem sein. Andere Game Boy Color Spiele konnten diese Informationen aufbereiten. Vielleicht würde es in der Anleitung stehen, aber das kann ich nicht bewerten, wenn die Demo nur digital vorhanden ist. Vielleicht enthält das finale Spiel diese Information und man muss den Nutzen eines Items nicht raten oder einfach aus dem Kopf wissen. Ich würde es mir wünschen. Trotz dieser Schwächen macht Infinity, soweit es die Demo zeigt, einen sehr guten Eindruck. Die Story erscheint soweit interessant, die Darstellung in Bild und Ton ist wunderbar, insbesondere für ein Game Boy Color Spiel, das Kampfsystem für den Game Boy ungewöhnlich frisch. Wenn ihr die Möglichkeit habt, und die habt ihr, wenn ihr Game Boy ROMs abspielen könnt, dann spielt die Demo mal an. Auch hier ist der Link in der Beschreibung. Aber wenn ich das Spiel hier so lobe, warum ist es dann nie veröffentlicht worden? Warum hat es keine Chance bekommen? Was ist passiert? Nun, es war vor allem der Zeitpunkt. Betrachtet man die News auf der Homepage von FNix, so merkt man, dass 2001 und 2002 versucht wurde, einen Publisher von dem Spiel zu überzeugen. Allerdings hat sich keiner gefunden. Der Game Boy Advance wurde gerade veröffentlicht und Publisher sahen keinen Profit darin, ein Game Boy Color Spiel zu verkaufen, das obendrein ein RPG war. Ein Genre, das damals nicht als rentabel erachtet wurde. Außer man packt Pokémon oder Harry Potter rein. Ganz aus der Luft gegriffen sind die Vermutungen bezüglich des Zeitpunkts auch nicht, wenn man an das 2002 erschienene Shantae denkt. Letztendlich hat sich FNix aufgelöst und nur die Homepage blieb erhalten, weil sie keine Kosten frisst. Aber offensichtlicherweise hat es auch das Team gestört, dass dieses Spiel nie erschien. Laut Antworten auf Reddit ist man wieder auf der Suche nach Veröffentlichungsmöglichkeiten. Im Jahr 2016 wurde dann die Demo, die ich hier vorgestellt habe, online gestellt, die einen Teil des Spiels zeigt. Das Spiel ist eigentlich zu 99% fertig, aber da das fehlende Prozent verstreut im Code ist, hat man nur den Part zugänglich gemacht, der auch komplett fertig ist. Den Source Code hat man auf GitHub frei verfügbar gestellt, in der Hoffnung, dass vielleicht ein Team die Zeit und Lust findet, dieses letzte Prozent fertigzustellen. Und das wäre jetzt eigentlich der Punkt, an dem ich dieses Video beendet hätte. Allerdings ist was passiert. Man muss dazu sagen, dass diese Videoidee schon seit einigen Monaten rumliegt, aber durch diverse Probleme immer wieder aufgeschoben wurde. In dieser Zeit hat sich Incubate Games dem Spiel angenommen und eine Kickstarter-Kampagne gestartet, um eine Fertigstellung des Spiels zu finanzieren. Nach dem aktuellen Stand beim Schreiben des Skripts ist dieses Ziel auch mehr als erfüllt. Ich bewerbe prinzipiell keine Kickstarter-Kampagne, da man als Außenstehender nicht einschätzen kann, ob die Umsetzung ein Erfolg wird oder ob man am Ende weint wie ein Anime-Fan am Schulball. Ich verlinke aber die Kampagne in der Videobeschreibung, falls ihr euch einen Überblick machen wollt.
Etwas ärgerlich an dem Ganzen ist, finde ich, dass in dem Zuge auch die GitHub-Seite entfernt wurde. Vermutlich damit niemand anders das Spiel fertigstellen kann. Verständlich, aber ärgerlich. Letzten Endes würde ich mir auch einfach wünschen, dass dieses Spiel im Sinne seiner Entwickler endlich abgeschlossen und dann gespielt werden kann. Aber solange es nicht fertiggestellt ist, kann ich auf jeden Fall die Demo empfehlen. Schaut mal rein. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Smilak für seine Hilfe. Schaut auf jeden Fall mal bei seinem viel zu unterbesuchten Kanal vorbei. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen.